Hi Leute, ich wollte eine kleine Videoserie, Interviewserie zum Thema Fehlgeburten starten und ja, dabei mit mir anfangen. Und zwar hatte ich vor einem Jahr eine Fehlgeburt. Das lief folgendermaßen ab. Ich war schwanger und nee, so lief es nicht ab. Es war nämlich so, ich habe ein paar Wochen auf meine Periode gewartet. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und dann dachte ich mir so, okay, bin schwanger, alles klar. Und dann noch ein paar Tage später habe ich nochmal einen gemacht, weil das Ergebnis war nicht so eindeutig. Und der war negativ. Okay, ich hatte aber immer noch nicht meine Tage bekommen, gar nichts. Deshalb bin ich dann zum Frauenarzt. Und der Test beim Frauenarzt, den die da gemacht haben, war auch positiv. Man hat aber in meiner Gebärmutter kein Embryo gesehen, sondern nur eine Fruchtblase. Zuerst sagte meine Frauenärztin, ja, das kann sich verschieben, so eine Schwangerschaft. Also das Ei kann sich einfach später einnisten und es kann irgendwie niemand erklären, warum das dann so ist, dass eine Schwangerschaft einfach später anfängt. Und ich dachte so, okay, krass, dass die das selber nicht wissen, okay. Und dann ging es los, weil ich in der Zeit mit einer Freundin im Kontakt war, die zu der Zeit eine Eileiterschwangerschaft hatte, fing ich dann an, so ein bisschen zu stressen. Was ist, wenn der Embryo im Eileiter ist? Meine Gynäkologin ist noch ziemlich jung und vielleicht, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass sie vielleicht unerfahren ist, aber sie hat mich dann ins Krankenhaus geschickt, weil sie auch gestresst war dann irgendwie, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Im Krankenhaus sagte die Frau so, why are you here, so ungefähr. Also die meinte so, ist doch alles gut, der Embryo kommt noch, ne? Okay, bin ich wieder nach Hause. Ich bin dann eine Woche später nochmal zu meiner anderen Gynäkologin gegangen, die ist ein bisschen erfahrener. Was heißt ein bisschen, die ist krass erfahren. Und eine Stunde bevor ich meinen Termin hatte, habe ich Blutungen bekommen. Das war sehr komisch. Es war irgendwie nicht so wild, aber es war schon schade auch. Und ich habe irgendwie sofort mir gedacht, ja, ist vorbei. Also für mich, ich weiß nicht, wie das eine schwangere Frau aushält, wenn sie Blutungen bekommt, da irgendwie noch dran zu glauben oder sagen wir mal relaxed zu bleiben. Also für mich war es schon gegessen zu der Zeit das Thema dann wieder. Die Frauenärztin hat mir dann Progesteron verschrieben zur Schwangerschaftserhaltung und hat mir alles Gute gewünscht und meinte aber, dass es ist zwar komisch, dass man den Embryo immer noch nicht sieht, aber es ist keine Eileiterschwangerschaft. Also sie ist davon ziemlich überzeugt. Und Leute, keine Ahnung warum, es tut mir echt leid, dass ich hier nicht krass educaten kann, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, warum. Ich hatte eben genau für den nächsten Tag einen Flug nach Griechenland mit meiner Tochter geplant, den haben wir dann auch gemacht. Es war jetzt nicht nur ein Urlaub, wir wohnen ja auch hier und ich habe hier dann auch noch 6 Tage weiter geblutet und dann bin ich hier irgendwie eine Woche später zu meiner Frauenärztin und die ist jetzt, ja, ich meine, jetzt war ich bei 4 verschiedenen Frauenärzten. Ja, also meine Frauenärztin hierzulande ist wirklich der Oberkiller. Ich weiß nicht, wie zufrieden man mit einer Frauenärztin sein kann. Die hat auch irgendwie nie Termine und da hatte sie wirklich, es war halt Sommer und wo alle im Urlaub sind, hatte sie zum Glück einen. Und dann, ja, war das halt alles quasi rausgeblutet. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und ja, das war's. Also ich muss sagen, bei mir war es nicht so tragisch. Es war irgendwie nicht schön. Was hier jetzt noch für Interviews folgen werden, das ist dramatisch. Also ja, ihr werdet selbst sehen. Ja, wo war ich, ne?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dadurch gelernt habe, dass Fehlgeburten wirklich nicht so schwarz-weiß zu sehen sind, also dass sie wirklich so unterschiedlich sind. Ich würde mal sagen, bei mir war es ganz milde. Es war wirklich nur sehr schlimm für mich, dass ich hatte so eine Art Postpartum-Depression danach. Also mir ging es so eine Woche lang unfassbar schlecht. Und ich habe zuerst gedacht, ich wäre so traurig, aber es war nicht das, es war was Körperliches, es waren meine Hormone. Ja. Weil der Körper natürlich vom Schwangeren in den nicht-schwangeren Zustand geht. Das heißt, er produziert andere Hormone oder gewisse Hormone nicht mehr so stark. Ja, das war auch schon diese kleine Geschichte und wir sehen uns bald wieder.